Heute bei Ruby die schaurig schönen Hüte von Justin Smith. Backstage bei Modedesigner Tim Saul. Im Labor von Parfümeurin Lynn Harris. Und softwarebasiertes Möbeldesign von Kram Weishaar. Aber erst ein Besuch bei Designer Adam Kimmel in New York. Aufgewachsen an der schicken Upper East Side, früher mal Architekturstudent, aber schon lange begeistert von der Mode Rei Kawakubos, entwirft Kimmel zunächst für seine Uni-Freunde. Seine Entwürfe kommen so gut an, dass er sich 2005 entscheidet, hauptberuflich Mode zu machen. Doch im Gegensatz zu seinen japanischen Vorbildern ist er weniger von Origami und Dekonstruktion geprägt. Well, I think what I like to do is to cite something from the past that I feel relates to my contemporaries and how my contemporaries want to dress. I'm always fascinated by friends and artists and culture, what's happening in New York right now, who's pushing forward, who's creating fearlessly and all that. It's inspiring to me, and I like to be around that, to document that, and incorporate that into my world. Die Welt von Kimmel, das sind Arbeitsbekleidungsstoffe und Fensterleder, die er für seine Entwürfe verwendet. Sein Look verkörpert den Inbegriff des Amerikanischen, ohne die Klischees des allzu adretten oder Sportlichen zu bedienen. Seine Vorbilder? New Yorks Intellektuelle und Künstler wie Jack Pearson oder Ryan McGinley, die auch für seine Lookbooks als Models posieren. Aber besonders der Künstlertypus der 40er und 50er ist Kimmels Referenz, vor allem der Expressionist Willem de Kooning. An artist. Yeah, I love his paintings, but it was more about him as a person and what he wore. He used to wear a lot of the worker fabrics and the overalls. So I remember for that collection, I went around the corner from my studio here. There's a warehouse that supplies the cottons to blue-collar uniform companies. And that's where I took the idea to bring that into high Italian tailoring. So the collection was just this odd juxtaposition of highs and lows and cashmeres and cottons and tuxedos and sweatshirt fabric and coarse canvas outerwear lined in fur. I think with my approach to design, I think the function is the key. Auch in seiner aktuellen Sommerkollektion orientiert sich Kimmel am zweckmäßigen Kleidungsstil amerikanischer Künstler. Allerdings macht er dabei einen Zeitsprung von gut 20 Jahren. I was inspired by the 60s LA art scene, particularly the artists centered around the Ferris Gallery. It's interesting because at this time, normally when you see Los Angeles depicted, it's either Hollywood celebrity or surf culture. What I found so interesting is that while they were living as artists, like, you know, hippies or whatever, they were dressed up and they really had a style. Während dieser Kimmel-Sommer Künstlern wie Ed Ruscha oder Billy L. Bankston samt Streifenhosen gehört, plant der Designer schon seinen nächsten Schachzug. Ein Lookbook im Stil von Gerard Malangas Screentests von Warhols Factory. Und nun nach London. Vorbei an der Tate Modern vom Schweizer Architekturbüro Herzog und de Meuron und dem Büroturm 30 St. Mary Axe von Sir Norman Foster ins Rotlichtviertel von Soho. Denn hier hat der Hutmacher Justin Smith sein Atelier.
An den Wänden hängen Tierschädel, die seine Entwürfe tragen, und selbst seine Fische haben Hüte auf dem Kopf. Erst seit knapp 2 Jahren entwirft Smith hier für sein Label J. Smith Esquire. Doch schon jetzt zieren seine Hüte Modestrecken in der Italian Vogue oder W. Erliegen Moderedakteure dem makabren Zauber seiner Kreationen. I kind of like, oh dear, I kind of like, I called my last collection quite magical. And that was the reason for it. It was, you know, yeah, creating illusion, a little bit sparkly, a little bit kind of, how does that work? How are all those pieces building together to create a puzzle? And I just think about a hat as an object, really. With my showpieces, it's definitely like that. It's just, it is more of a sculpture, but you can wear it. Halbe Fasane auf einem Barett, Schieber aus goldenem Kalbsleder oder aufgeblasene Baskenmützen. Smith nimmt klassische Hutformen, spielt mit Proportionen und verfremdet sie augenzwinkernd. Doch trotz aller Exaltiertheit, seine Hüte sind einfach perfekt gefertigt. The traditional craft side of it for me is really important because I'm a perfectionist and I want to pick an object up and, you know, with millinery a lot of the time you don't want to see the stitches because it's an invisible craft. People go, well, how did you shape that? How did you make that? And that's what, it's a little bit of magic. I quite like that. But I also want to make things that are, you know, contemporary or hopefully pushing things to what people weren't expecting from it. Für seine Kaleidoscope-Kollektion stapelt Smith filigrane Bälle aus dickem Garn zu Amy Winehouse-Frisuren. Ein Talent für avantgardistische Frisuren besitzt er zweifelsohne. Denn vor seiner Karriere als Hutmacher war Smith Friseur bei Modenschauen. Yeah, well, I think that because of being a hairdresser for 12 years and the fact that, you know, it's come from my avant-garde hairdressing work where that was just a crazy hair sculpture that you kind of put on the head. So that was just an extension of what's growing out of you anyway. So my avant-garde hairdressing was very much like that. So I think that now with my millinery, the hairdressing comes as part of it. Bei Justin Smith wachsen Hüte wie Hörner aus den Köpfen, werden Haare zur Löwenmähne. Auch in seiner dritten Kollektion 3 sind seine Entwürfe Verlängerungen des Körpers. Spielt Smith mit Materialien wie gewaschenem Denim, grober Wolle oder feinem Schuhhaar. Vorbild dafür war die Kölner Künstlermuse Elke Koska. I found that image when I was just looking through some books at a friend's house when I was doing a bit of research for the collection. And I just loved the way that she looks, completely bonkers with the animal print, complete outfit on and then holding this animal and then a car as a ring. And yeah, I like the quote, you know, the way she says, sometimes I wear strawberry tarts or birds on my head, you should see my apartment. That for me kind of does sum me up quite well, really. Hüte aus tätowierter Schweinehaut oder ausgestopften Vögeln. Justin Smith mag es makaber und exaltiert. Dass seine Entwürfe getragen werden, ist ihm dennoch wichtig. Well, it has to be wearable in the sense that it has to go on your person, yes, like on your head. Wearability to kind of like, I always joke because I did this scarf hat that was like a hood, really tight-fitting hood with a scarf that came from here like a Mohican. 2 meters long, and it was plaited and all stuffed with duck down, and it's the most comfortable thing ever. But I always joke is like, oh well, I could wear it to Tesco's. Could just wear it shopping, but I don't think I ever would because it's more of a sculptural piece. You know, there are pieces in millinery like that as well. I think that's what's nice about millinery, really, and accessories in general. It's that you know, it's wearable, but what's wearable? Inzwischen stellt Smith zusammen mit seinem Assistenten bis zu 100 Hüte pro Saison her. Dazu kommen noch Maßanfertigungen, bei denen der Designer gezielt auf Kundenwünsche eingehen kann. Lots of people come to me and they say, oh, I can't wear hats, I've got too big a head. Well, it's like, well, I make bespoke, so how big's your head? I can make a big hat. Jetzt vor das Natural History Museum in London.
Im Modezelt von Londons Fashion Week sind der britische Designer Tim Saw und Stylist Jodie Barnes mit den letzten Vorbereitungen ihrer Modenschau der kommenden Winterkollektion beschäftigt. Excellent, thanks. Hi, Christopher, it's Jodie Barnes calling from Timothy Saw. Can you please call me back urgently on Fashion Week? You've got boys in my show and they're not here, so please pick up, yeah? Bye. What an idiot. Can you just turn around, please? Can you do a walk for me, please, Justin? Thanks. Try and look at my feet or something. Während die einen noch schnell für den richtigen Auftritt auf dem Laufsteg üben, werden die anderen unter den wachsamen Augen von Tim Saw für die kurz bevorstehende Show angezogen. Ein letztes Mal kämmen und pudern gegen den Glanz im Scheinwerferlicht, etwas Haarspray nachlegen, dann setzen sich die Models auch schon in Bewegung. They're coming back. You have to be clear. Come out of this, out. Die Taillen mit Silberschnallen fest zugeschnürt, die Schuhe mit Sporen beschlagen, dazu Lederhosen in allen Variationen. Die Mode von Tim Saw für nächsten Winter ist gespickt mit sexuellen SM-Referenzen. I start with kind of a mood and a feeling, and then it meanders around and ends up where it ends up. And it's ended up this season kind of dark and a bit fetishy and a bit bondagey. And that felt right, and it felt, that felt like it was the right place to be. And it wasn't planned like that at all. To tell you a secret, it was going to be workwear. It was all going to be 1940s workwear inspired at the start of the season. And ended up bondage fetishy, and that's the way it goes. Tim Saws Fetischfantasien resultieren in offen zur Schau gestellten Hosenstellen, Sakkos, die mit Reißverschlüssen überdekoriert sind, und Anzügen aus Latex. Passend dazu gibt es die Lederästhetik und Musik der Electronic Body Music Band Duff. I remember when those records first came out, looking at them going, bloody hell, that's a really hardcore look. And then when I was looking at the collection going, actually this has got a lot of that about it as well. And so it felt natural to put some DAF with the collection. Doch neben dem Einsatz schwerer Leder- und Latexmaterialien spielt die Kollektion auch mit dem Thema Transparenz, wie Tim Saw einen Tag nach der Show in seinem Atelier demonstriert. For me, a lot of the beauty of menswear is how it's constructed. If it's beautifully made, you should be able to see that. And often a lot of that's hidden inside. So these garments allowed you to see the inside, to see how things were made, and I find that, that very charming. There's always something transparent in my collection because I love the graphic quality that clothing takes when you can see through it like that. And having a bit of transparency on men's garments it's sexy. Saw ist Autodidakt in Sachen Mode und entwirft seit jeher für Männer, die sich, wie er selbst, sicher in ihrer Sexualität sind. Denn der Designer spielt mit männlicher Identität. Wie in seiner ersten Kollektion, die von einer 50er-Jahre-Ästhetik geprägt war. That was a time when, men were men, if you like. Masculinity was very set, and anything that would be considered to be gay, if you like now, in any sense of that word, was completely frowned upon. You'd have things rock and roll clothes that absolutely seemed to me screamingly camp, in a good way. So I got very interested in them, and there was the volumes of them that I particularly liked, that it was a much larger, wider silhouette. After these, few seasons of the tight Dior aesthetic, which was great, but had started to become a bit overused. So the first two collections very much took that aesthetic and reworked it into a modern context. But I think now, for the last two collections, have certainly moved on from that. Mit seiner Herbst-Winter-Kollektion hat sich der Designer ganz sicher weiterentwickelt. Doch ein Thema bleibt bei Saw, der auch als DJ arbeitet, fester Bestandteil seiner Mode: die Referenz zur Musikkultur.
Sehen Sie gleich maßgeschneiderte Düfte von Lynn Harris und Haute Couture Möbel von Kram Weishaar. Ihre Nase kann hunderte Essenzen unterscheiden. Ihre Neugier lässt sie die ungewöhnlichsten Geruchsstoffe finden. Oh, yeah. Wenn die Londoner Parfümeurin Lynn Harris in ihrem Labor in Notting Hill einen Duft komponiert, kann es wirklich sein, dass er einzigartig ist. Für eine Handvoll Kunden kreiert sie sogenannte Bespokes, also maßgeschneiderte Parfums. Everyone's skin chemistry is very different, and I have a few clients that's the reason why they've come to me, is because they can't find a scent to suit their skin. So it's a very important aspect. But I mean, above all, these people, they come with their stories and their passion, and we're smelling all the time, so all the things that they're smelling, they're so, gosh, that's, they get very intense and get very involved with it, and you get aspects where they say, God, it's that, and then with the vetiver, and then I love the smell of the sea, and so you begin to really build it quite clearly, and it's quite amazing what you capture in that sort of 4-hour session with them. Ein halbes Jahr dauert es, bis man das persönliche Parfüm in den Händen hält. Für ihre Eigenkreationen braucht sie da manchmal länger. I've got one that I'm still working on after 10 years, and I've got some that take me a month, and I've got it. So it just really depends. Often the first trial is always where you end up, but you might have to do 100 different trials before you realise that. So you have to be very assertive to be a perfumer. You have to know when something is right. Die Ideen für die Düfte von Miller Harris sind so individuell wie das Leben der Parfümeurin. So erinnert ihr Klassiker Feuille de Tabac nicht etwa an den Geruch von Tabakblättern, sondern an Begegnungen mit dem anderen Geschlecht. When I was studying in Paris, I used to sort of hang out in the old brasseries. I had a thing about Paris and the way Frenchmen dress for some time. I thought it was quite incredible, the grooming, and I loved to smell their fragrances, and particular gentlemen, would come in and would take off their coat, and this beautiful smell would linger. It's quite a textural fragrance. It smells like, for me, it's very velvety. It's quite intricate, the detail I went into with Feuille de Tabac. And then, just how I would like a beautiful groomed man to smell, and how I perceive that. Harris' Traummann riecht nach Hölzern, Cascarilla und kubanischem Tabak. Die Zutaten dazu findet sie bei ihrem Lehrunternehmen Robertet in Grasse. Trotz ihrer Affinität für die traditionelle französische Parfümherstellung, Lynn Harris ist im Kern britisch. I'm deeply influenced by my grandparents who lived in Scotland. They were self-sufficient. So that sort of set something for me when I was very young. That set my olfactory thing going, because my grandfather was a carpenter, so his workshop deeply influenced me, the smell of wood. And then my grandmother, she had this amazing flower garden and geraniums that I'd never, and roses that, And then I started smelling, and the penny just dropped, and it was like I'd found it, and it was such an amazing feeling. It was like I woke up one day and it was there, I could do it. In Erinnerung an ihre Kindheit benennt Harris ihr Geschäft nach ihrem Großvater Miller Harris. Und auch sonst pflegt die Parfümeurin britische Traditionen. Seit einiger Zeit bietet sie in ihrem Geschäft Tee aus eigener Herstellung an.
Der Duft des frisch gebrühten Tees ist so fein wie das Aroma ihrer Parfüms. Doch damit hören die Gemeinsamkeiten auch schon auf. It's not like creating a fine fragrance at all. For me, it was just very interesting because I'm a tea drinker. And for me, my day is spent creating fragrance and drinking tea. And then the taste is but taste and smell are so close to one another. So yes, I smell it. Eine Gemeinsamkeit zur Parfümherstellung gibt es doch. Die Nase entscheidet über das richtige Aroma. Oh, yeah. Er trägt Nike-Sneaker zum Yves Saint Laurent-Sakko und entwirft Objekte, die ähnlich unkonventionell, nicht von Hand, sondern im Zufallsprinzip von einer Software geplant werden. Für den Münchner Industriedesigner Clemens Weishaar und seinen Partner Reed Kram beginnt ihr Handwerk mit dem Design eines eigenen Computerprogramms. Als normaler Computer-User, als Benutzer von Computersystemen, bekommt man in der Regel einfach ein vorgefertigtes Softwarepaket, das für eine bestimmte Aufgabe designt ist. All diese Programme sind aber in gewisser Weise auch, die prägen auch. Ja, und man sieht, also ich kann bei der Arbeit von Kollegen sehr genau sehen, der arbeitet mit dem Programm, der arbeitet mit dem anderen Programm. Weil jedes Computerprogramm hat Restriktionen. Und das mögen wir nicht. Wir wollen natürlich frei sein. Bei Kram Weishaars Breeding Tables, den gezüchteten Tischen aus dem Jahr 2002, nehmen die gezackten Stahlbeine bei jedem Tisch eine einzigartige Form an. Jedes Stück ein Unikat, entworfen vom eigens dafür designten Computerprogramm. Die Breeding Tables Software, das Stück Software, das hinter Breeding Tables steht und das Herzstück des Ganzen ist prozessorientiertes Werkzeug, das uns eben erlaubt, Dinge auszuprobieren, sehr viele Dinge auszuprobieren. Und wenn uns was gefällt, diese Eigenschaften des Objekts fast wie eine DNA aufzuzeichnen und dann aber auch wieder zu kombinieren mit anderen Dingen, die uns gefallen. Und daher auch das Züchten. Das heißt, wir können wirklich zwei Tischen, die uns zusagen, können die dann auffordern, eben Nachkommenschaft zu zeugen. Die Doppelhelix, die Weishaar zusammen mit seinem Partner, dem Amerikaner Reed Kram, am Rechner entworfen hat, folgt allerdings weniger Naturgesetzen als vielmehr künstlich programmierter Intelligenz. Wenn jetzt hier so Anschlusspunkte, Flanschpunkte, wo Teile zusammengeschraubt werden, dafür entwickelt man spezifische Regeln und gestaltet das Objekt eben so, dass es parametrisch auf das andere Teil reagiert. Das heißt, ich mache den einen Fuß größer, dann wird natürlich auch die Anschlussplatte zum nächsten Fuß größer. Und dadurch kann man sehr flexibel dieses Objekt manipulieren anhand einer ganzen Serie von Genen. Das heißt, das Objekt hat ähnlich wie ein lebender Organismus einfach ein vordefiniertes Set von Genen, die einzeln manipulierbar sind. Und dadurch kann man die Charakteristiken des Objekts sehr direkt manipulieren. Kram Weishaars Möbelgruppe Vendôme kommt ganz ohne Genetik aus, spielt aber, wie die Breeding Tables, auch mit der Idee des Unikats. Die beiden Designer brechen bewusst mit der fordistischen Idee, eine Form gießen zu lassen und immer wieder zu verwenden. Sie entwerfen eine Schale, verändern diese am Computer 99 Mal und gießen jede ganz verschwenderisch dann nur ein einziges Mal in Beton. Die Multiplikation wird komplett eliminiert und wir brechen auch mit der Idee des Originals in gewisser Weise, weil das kopierbare Original, das ja immer wird natürlich in Serie hergestellt, dann kann ich es natürlich auch in Serie reproduzieren und kopieren. In dem Moment, wo ein Objekt in jeder Manifestation sich ändert und immer wieder anders ist, stellt sich natürlich auch die Frage nach dem Original, was ist das Original? Mit limitierten Editionen reagieren Kram Weishaar auch auf die Veränderungen auf dem Designmarkt, der sich dem Kunstbetrieb und dessen spekulativen Sammlern nähert. Doch das lässt Clemens Weishaar nicht gelten.
Der spekulative Sammler, der interessiert sich in der Regel für polierte Objekte. Die Dinge, die wir machen, sind immer Teil der Geschichte, sind immer eingebettet in einem größeren Kontext und sind auch immer ein Kommentar zu einer bestimmten Zeit oder zu einer bestimmten Thematik. Und das Interessante ist, viele Leute kaufen wirklich die Idee. Die Designerin Miuccia Prada gehört zu diesen Leuten. Sie hat schon mehrfach mit Kram Weisser zusammengearbeitet. Auch für ihren Double Club in London hat sie gerade erst gemeinsam mit dem Künstler Carsten Höller die Designer beauftragt, eine Bar im angloamerikanischen Stil zu konzipieren. Die Idee: jedes Objekt gibt es doppelt, in einer kongolesischen und einer westlichen Ausprägung. Es geht nicht um die Fusion dieser Welten, sondern um ihre Referenzialität. Die Kunststoffstühle, solche Dinge, sind ja ursprünglich westliche Ideen, die jetzt weiterleben im Rest der Welt, die global verfügbar sind. Und das Phänomen ist dann aber immer, was machen die damit? Und natürlich ist in Kongo dann eine Bierwerbung drauf gedruckt. Und dadurch wird es dann sehr kongolesisch. Während wir im westlichen Teil benutzen wir dann zum Beispiel von Vico Magistretti so einen Stuhl, der heißt Gaudi, und das ist der Urgroßvater dieses Kunststoffstuhls. Das heißt, ohne diese Idee für diesen Vico Magistretti Gaudi wäre dieser globale Plastikstuhl nie was geworden. Kram Weisser mögen sich zwar auf den Gaudi-Stuhl von Magistretti beziehen, bei ihren eigenen Entwürfen wollen sie auf gar keinen Fall Designklassiker zitieren. Futures now. Wir müssen uns ja jetzt mit der Zukunft befassen. Das ist ja auch die Grundaufgabe von Design eigentlich, über die Zukunft nachzudenken und nicht über das Jetzt und auch nicht über die Vergangenheit, sondern Zukunft zu schaffen, weil bis ein Produkt mal auf dem Markt ist und ankommt, bis dahin ist ohnehin schon Zukunft. Gleich bei Ruby, wie Miuccia Prada Maßstäbe in diesem Modesommer setzt. Miuccia Pradas Männerkollektion für diesen Sommer basiert auf der Idee, einen Mann einzukleiden, der zwischen Zerbrechlichkeit und Stärke gefangen ist. Mit kurzen Jacken, die nur von schmalen Bändern an den Schultern gehalten werden, und schmalen Parkas, bei denen sich in tiefen Ausschnitten das Dekolleté des Trägers zeigt, verarbeitet die Italienerin ihre Idee. Prada arbeitet außerdem mit derbem Denim, einem Stoff der traditionellen Workwear, und baut daraus feine Anzüge. Und überlange T-Shirts unter kurzen, weiten Strickpullis, darunter weite Boxershorts. Wie könnte man den Mann in seiner Identitätskrise besser beschreiben? Vielleicht in einem Mantel aus goldenem Latex? Ein undurchlässiges, starkes Material, das in seiner milchigen Transparenz doch so viel von der Zerbrechlichkeit seines Trägers verrät. Das nächste Mal bei Ruby, wie Kim Jones das britische Traditionshaus Dunhill modernisiert, Newcomer-Designer Christopher Shannon Sportswear neu interpretiert und Dermatologin Margot Maroney Ökokosmetik revolutioniert. Am 3. Mai bei Ruby.